Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu meiner neuen Videoausgabe. In diesem Video möchte ich mit Ihnen über ein berühmtestes Buch der Weltliteratur sprechen, die in 75 verschiedenen Sprachen übersetzt wurde, nämlich Harry Potter. Ein wichtiger Grund, warum diese Romanserie weltweit so erfolgreich geworden ist die Unbegrenztheit hinsichtlich Nationen, Rassen, der sozialen Schichten und der Kulturunterschiede. Man kann im Werk die gemeinsame Stärke und Schwäche der Menschheit und multikulturelle Elemente entdecken. Thema dieses Vortrags sind daher kulturelle Elemente aus China und ihre entsprechend literarische Bedeutung. Denkt daran, dass es sich dabei nur um meine eigene Interpretation handelt. Los geht's! Kapitel 1 Menschen und Nationen in der Zauberwelt. J.K. Rowling hat uns eine Zauberwelt auf der Erde dargestellt. Obwohl die Geschichte hauptsächlich in Großbritannien passiert sind, kann man nach der werkinternen Logik und seinem realen Setting über die anderen Länder in der Zauberwelt fantasieren. Nach der Beschreibung werden auf den Schokofroschkarten die bedeutendsten Zauberer weltweit dargestellt. Name und Leistung dieser Persönlichkeiten werden in einem Harry Potter Videospiel angegeben. Ein chinesischer Zauberer namens Kong Bo, ein Experte für die Erforschung des chinesischen Daren, ist einer davon. Die vielfältige Migration in Großbritannien wird auch in Hogwarts widergespiegelt. Diese Information wird vor allem durch die Namen der Figuren geliefert. Die Zwillingsschwester Padma und Parvati Patil stammten vermutlich ursprünglich aus einer indisch- oder pakistanischstämmigen Familie. Und der Name Chao Chang klingt wie ein chinesischer Name mit der Aussprache des Kantonesischen. Bei der Verfilmung wird der Migrationshintergrund durch die Schauspielerauswahl und die Abendkleider auf dem Ball im 4. Film unterstrichen. Das Kleid von Chao Chang beispielsweise war eine Kombination von zwei chinesischen Kleidungsstilen, Qipao sowie die langen und breiten Ärmel der Han-Bekleidung. Qipao ist eine seit 100 Jahren beliebte Damenbekleidung, die von der kulturellen Verschmelzung der Han- und mandschurischen Nation mit Einflüssen der westlichen Stile entwickelt wurde. Da diese Kleidung die Kurve der Frauen sehr gut betont, wird es von vielen Chinesinnen als Abendkleid bevorzugt. Kapitel 2 Zaubertrankzutaten und Kräuterkunde. Im 1. und 6. Band wird ein Bosor erwähnt, ein Nierenstein der Ziege, der als Gegenmittel für die meisten Gifte wirkt und Ron Weasley das Leben gerettet hat. Hierbei hat sich J.K. Rowling womöglich von der traditionellen chinesischen Medizin, die Art indische oder persische Medizin inspirieren lassen. In der traditionellen chinesischen Medizin, Abkürzung TCM, sind die Gallen- oder Nierensteine mancher Tiere geschätzte Medikamente. Die bekanntesten davon sind Gallensteine von Hausrinden, Niuhuang benannt, die zur Entgiftung und Entzündungshemmung verwendet werden. Viele Tabletten in China haben beispielsweise Niuhuang als wichtige Zutat und werden auch danach benannt. Doch sorgen Sie sich nicht um die armen Rinder. Die natürliche Rinderbesorgung ist heutzutage sehr selten und teuer. In den meisten Fällen werden künstlich hergestellte Ersatzprodukte genommen. Außer den real existierenden Zutaten hat J.K. Rowling auch viele magische Pflanzen erfunden. Im 5. Band Harry Potter und der Orden des Phönix tauscht
Harry Four ein Buch namens Asiatische Antidote zu lesen. Dort wird unter anderem der chinesische Kaokou erwähnt. Ich vermute, dass sich viele von Ihnen diese Pflanzen als eine Chinakou oder Pak Choi mit einem großen Maul vorstellen würden. Kapitel 3: Magische Tierwesen. Ich persönlich bin am meisten fasziniert von den magischen Tierwesen der Harry Potter Zauberwelt. In diesem Teil machen wir zuerst einen Vergleich der gleichnamigen, aber unterschiedlichen Tiere in der westlichen und östlichen Kultur. Typisch davon sind hier vor allem Drachen und Phönix. Sie werden auch erfahren, wie die Tiere aus altchinesischen Mythen in Harry Potter bearbeitet und verkörpert werden. Es ist Ihnen bekannt, dass in den Mythen verschiedener Kulturen verschiedenartige Drachen vorgestellt werden. J.K. Rowling hat sich 10 Rassen von Drachen ausgedacht und 4 davon sind in dem 4. Band Harry Potter und Feuerkelch aufgetreten. Zur ersten Runde des Trimagischen Turniers mussten Harry und die 3 anderen Kandidaten gegen sie kämpfen. Chinesischer Feuerball, walisischer Grüling, schwedischer Kurzschnauzler und ungarischer Hochschwanz. Der chinesische Drache, Long genannt, ist von Aussehen und Eigenschaften so unterschiedlich zu den europäischen Drachen, dass viele der Meinung sind, dass es ein Missverständnis gewesen sein muss, als man im 19. Jahrhundert zum ersten Mal Long als Dragon, Drache, übersetzt hat. Der chinesische Drache Long hat das gemischte Aussehen von Körperteilen mehrerer Tiere. Hörner wie vom Hirsch, Kopf wie vom Kamel, Körperform wie von der Schlange, Haut wie vom Fisch, Klauen wie vom Adler, Tatzen wie vom Tiger, etc. Er kann sowohl über den Wolken fliegen, als auch in tiefen See schwimmen. Er ist das Symbol der Kaiser und der kaiserlichen Macht. Wenn Sie mal zu einem historischen kaiserlichen Palast oder Park verreist sind, ist Ihnen das womöglich selbst aufgefallen. Historisch durften nur die Kaiser Long als Dekorierung der Gebäude und als Muster in Kleidung haben. Long wird auch als Symbol der chinesischen Nation angesehen. Aus Stolz gibt es den Ausdruck die Nachkommen von Long für die Chinesen. Aber wenn jemand sagt, dass er ein Nachkommen der Drache ist, klingt es ein bisschen eigenartig. Die Darstellung vom chinesischen Feuerball in Harry Potter ist eigentlich eine Mischung von dem chinesischen Drachen Long und dem westlichen Drachen. Sein Aussehen erinnert zwar den chinesischen Drachen, hat aber wie ein westlicher Drache Stacheln und kann Feuer spucken. Auch der Phönix wird in den Artenmythen verschiedener Nationen unterschiedlich dargestellt. Dumbledores Phönix Fox wurde hauptsächlich nach dem in Europa verbreitet unsterbliche magische Vogel dargestellt, wie man ihn schon in ägyptischen und assyrischen Mythen kannte. Der chinesische Phönix, Fenghuang genannt, hat eine Erscheinung, die sich aus verschiedenen Tieren zusammensetzt. Er hat den Kopf eines Hahns, das Kinn eines Schwaben, den Schwanz eines Fisches sowie 4-farbige Federn. Er wird als König aller Vögel angesehen und ist das Symbol des Friedens, der Liebe und der Macht. Der chinesische Dichter Guo Moruo hat 1920 in einem Gedicht den chinesischen Phönix, den westlichen Phönix und den buddhistischen Begriff Nirvana kombiniert. Nirvana bedeutet Austritt aus dem Kreislauf des Leidens und Neugeburt. Ich bin der Meinung,
dass die Bedeutung von Phönix in Harry Potter vertieft wurde. Außer der Ewigkeit und Unsterblichkeit sehen wir von der Phönix Fox auch die Hoffnung nach Frieden, die Tapferkeit, gegen die dunkle Seite zu kämpfen und die Liebe, die Lord Voldemort nicht verstehen konnte. Im Spin-off Fantastische Tierwesen sind noch mehr magische Geschöpfe aus Mythen vieler Länder verkörpert. Darunter hat das chinesische Fantasietier Zhou seinen ersten Filmauftritt. Es hat Newt geholfen, vor einer Gefahr zu fliehen. Es lebt eine Kinderspielzeugtruhe und wurde zweimal dadurch ins Newts Koffer gelockt. Zhou heißt auch Zhou oder Zhouya und wurde zuerst in dem vorchristlichen Buch Shan Hai Jing aufgezeichnet. Nach der Originaldarstellung hat es den Kopf eines Löwen, die Körpergröße eines Tigers, vierfarbige Fell und einen Schwanz länger als sein Körper. Auf ihm reitend kann man 1000 Meilen pro Tag reisen. Im Film wurde es so groß wie ein Elefant dargestellt. Trotz seines gefährlichen Aussehens soll es ein sehr liebevolles Tierwesen sein. Es frisst nie lebendige Tiere, sondern nimmt tote Tiere als Nahrung. Wenn Sie Fragen und Feedbacks zu den kulturellen Fakten haben, können Sie gerne hier Kommentare schreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.